Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem Video geht es um eine kleine Real-Life-Story. Sowas werde ich auch öfter auf dem Kanal machen. Je nachdem, es hängt von euch ab, ob ihr das wollt. Deswegen würde mich das sehr freuen, wenn ihr es auf jeden Fall in die Kommentare schreibt, wie ihr die Story fandet oder ob ihr sowas öfter wollt. Aber ich denke mal, Real-Life-Stories sind immer einigermaßen interessant. Also ich habe jetzt nicht so krasse Stories hier irgendwie vom Drogenopfer zum YouTube-Star oder sowas. Aber ich habe auf jeden Fall, ich denke mal, die Stories, die ich erzählen werde, die werden immer ziemlich lustig sein. Vielleicht auch mal ein paar ernstere Sachen, habe ich auch eine auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr lustige Story. Also auf jeden Fall, also von den Schulstories, da werden auf jeden Fall noch mehrere kommen, je nachdem, wie ihr das wollt natürlich. Weil der ist auch immer, der gute Beatsky war auch immer dabei. Ja, der wird gleich hier auf jeden Fall als Mobber auftreten. Nein, Spaß. Ähm, also ich kann mal sagen, woher ich den Beatsky kenne. Und zwar kennen wir uns. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Nein, Spaß. Wir kennen uns seit der Geburt. Also das ist wirklich heftig. Der ist ein halbes Jahr jünger als ich. Und ja, habe ihn eigentlich schon gesehen, dass er ein kleines Baby war. Also er mich ja natürlich auch, logisch. Ähm, Ich habe ihn tatsächlich, also da gibt es wohl ein Video, was irgendwie der Vater, glaube ich, mal aufgenommen hatte, wo wir auf der Strampeldecke lagen und ich ihn wohl irgendwie geschlagen habe. Also, ja, ich war schon früher so, nein, Spaß. Jetzt gehen wir mal zur Story. Und zwar war das damals in der Schule, ich glaube in der sechsten, siebten Klasse so um den Dreh. Auf jeden Fall hatte ich das immer so, keine Ahnung, es war irgendwie komisch. Ich habe immer mir damals so gedacht, es gibt immer so einen schwarzen Tag im Jahr, wo irgendwie so meine Kumpels oder Freunde so damals in der Klasse irgendwie so gegen mich waren, so aber so spaßesmäßig einen einfach die ganze Zeit ärgern, so in der Gruppe so. Gab es irgendwie einmal gefühlt im Jahr so einen Tag und es war halt an dem Tag so. Und da war ich noch mit einem anderen Freund von damals, einem Schulfreund halt. Ist auch ziemlich lustig, kann ich mal kurz noch erwähnen. Wir haben den später mal wieder getroffen, also nach der Schule halt, ich und Beatsky, weil wir waren mehr oder weniger zufälligerweise irgendwie auf derselben Schule oder in demselben Gebäude, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir den da auch gesehen, weil er wohl auch auf meiner Schule war. Dann dachten wir so, ey, ne, wollten wir den so begrüßen, wir waren irgendwie zu viert oder so, wollten den einfach so begrüßen, ganz normal, so, hey, was geht, ne? Und der guckt einfach die ganze Zeit in die Wolken, sagt gar nichts und so, hey, ne? Und der guckt einfach nur in die Wolken, ignoriert uns straight und geht noch so einen Schritt zurück. Ich dachte so, ich verstehe jetzt bis heute nicht, warum er das gemacht hat. Also, klar, er hatte keinen Bock auf uns, aber wir haben ihm nichts getan, so, oder, ne? Wir sind eigentlich im Guten auseinandergegangen. Ja, so sind halt Leute manchmal. Auf jeden Fall, mit dem war ich halt so in der Pause, wir haben so gechillt und die haben uns, also Beatsky und meine anderen Klassenkameraden haben uns die ganze Zeit so mit Schneebällen beworfen, also es war im Winter, muss ich dazu sagen. Und die haben das wirklich die ganze Zeit gemacht, also die haben nicht aufgehört. Wir waren auf einer Schule, die bis 16 Uhr Unterricht hatte an manchen Tagen und dadurch hatten wir auch drei Pausen. Das heißt einmal, ich glaube, das waren immer 15 und 10 Minuten Pause, so ganz normal wie auf jeder Schule auch, und dann hatten wir eine große Pause, die halt eine Schulstunde war, weil wir halt immer, wo man halt essen konnte und so. Ja, und in den ersten beiden Pausen haben die uns auf jeden Fall auch schon die ganze Zeit genervt, so mit Schneebällen beworfen die ganze Zeit, haben wir halt nicht aufgehört. Ich meine, ich bin immer so für Schneeballschlacht. Ich habe damals auch immer nur Scheiße gemacht, immer nur Schneebälle geworfen natürlich. Aber wenn man irgendwie mit, weiß ich nicht, die waren irgendwie 10 gegen 2 oder so, man auch selber gar keinen Bock drauf hat, ist das halt schon ziemlich nervig. Und ja, kann man, denke ich mal, verstehen, wenn die da in der Gruppe eine die ganze Zeit abwerfen. Und dann muss ich noch dazu sagen, das war in der großen Pause, da ist noch eine kleine peinliche Story jetzt dabei. Und zwar, also ich könnte mir schwören, das war ein Lehrer. Ich habe halt die ganze Zeit einen Lehrer gesucht, damit ich halt irgendwie, weil im Endeffekt ist es wirklich nichts, also falls ihr ein bisschen jünger seid, ist auf jeden Fall nichts Peinliches daran, irgendwie zum Lehrer zu gehen oder so. Ist es nie gewesen. Vor allen Dingen, wenn ihr in der Gruppe irgendwie fertig gemacht wird, also fertig kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber halt, falls ihr mal in der Gruppe fertig gemacht werdet oder so, auf jeden Fall ist da nichts Schlimmes dran, irgendwie zum Lehrer zu gehen. Auf jeden Fall habe ich einen Lehrer gesucht, damit die halt einfach aufhören. Und da war eine Klassenkameradin von mir, die halt mit einem geredet hat. Und ich schwöre, ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Und ich war mir so sicher, das ist ein Lehrer, weil ich den halt schon mal irgendwie gesehen hatte. Ich gehe zu dem hin, schilder dem so die Sache. Auf einmal sagt das Mädchen so zu mir, ey, das ist mein Vater. Wie leuchte das war schon ein bisschen peinlich, aber keine Ahnung, ich habe mir dabei danach nichts weiter gedacht, habe mich nicht irgendwie geschämt oder so. Weil die haben ja trotzdem weitergeworfen so. Ja, dann und auf dem Gebäude, wo wir waren, da waren irgendwie um die 500 Schüler oder so, überschlagen jetzt. Und wir hatten auch zwei Pausenplätze. Und in diesen beiden Pausenplätzen war nicht ein Lehrer zu sehen. Ich habe überall gesucht. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Wie gesagt, es waren 45 Minuten. Insgesamt haben die uns wahrscheinlich über 30 Minuten lang mit Schneebällen beworfen. Und ich bin wirklich jemand, der rastet zwar schon aus, ja, also auch nicht nur beim Spielen. Aber wenn ich gegen Menschen ausraste, dann wirklich nach einer Zeit erst, ne? Nicht direkt schnell oder so. Und wie gesagt, jetzt war bestimmt eine halbe Stunde insgesamt mit hinwerfen und im Unterricht ja auch noch die ganze Zeit weit, das war halt den ganzen Tag so. Und irgendwann bin ich halt ausgerastet. Ne? Also ich habe schon öfter so zu denen irgendwas geschrien oder so, und dann bin ich einmal auf einen zugegangen so. Und im Endeffekt will ich ja kein irgendwas Böses, aber ich wollte halt einfach, dass die aufhören, hab dem einen dann den Handschuh ausgezogen, womit der die ganze Zeit mit Schneeball geworfen hat, damit er halt einfach nicht weiterwerfen kann. Und hab den Handschuh aufs Dach geworfen, ne? Ja, so kann man halt auch, weil wenn die nicht aufhören, so muss man sich auch irgendwie weiterhelfen, ne? Ja, jedenfalls ging das dann erstmal so weiter. Dann haben die halt auch nicht aufgehört, was mich schon gewundert hatte, weil, ne,
man muss es halt unbedingt eskalieren lassen und dann habe ich halt weitergesucht, es war nirgendwo ein Lehrer, ne? Und dann war da einer, ich muss wirklich sagen, in der Klasse gab es eigentlich nur 3, die ich ja, mehr oder weniger gehasst habe. Wobei den einen, um den es jetzt geht, den habe ich nur ab und zu gehasst, weil eigentlich war der korrekt, aber der hat schon extrem genervt. Der konnte extrem nervig sein. Der hatte auch, ich weiß nicht, der war irgendwie über 1,90 groß, hatte dementsprechend langen Hals. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Auf jeden Fall hatte der, ja, ich würde mal sagen, ein sehr lautes Organ. Also der hatte wirklich eine sehr laute Stimme und war auch auf jeden Fall der Klassenclown, ziemlich unbeliebt bei den Lehrern auf jeden Fall, weil er halt auch immer dazwischen gerufen hat, war halt wirklich 1:1 der Klassenclown, hat immer genervt. Er war einfach ein Profi im Nerven. Ja, und dementsprechend war auch er so gesehen irgendwie der Anführer der Gruppe, könnte man es so sagen. Obwohl es auch keinen Anführer gab. Auf jeden Fall der am nervigsten war halt, auf jeden Fall. Ja, den habe ich mir dann auf jeden Fall gepackt, habe den so in den Schwitzkasten gepackt, sodass sein Kopf halt so an meiner Brust ist und habe so zu dem gesagt, habe zu dem so ganz ruhig, aber laut und deutlich gesagt, wenn du mich jetzt noch einmal mit dem Schneeball abwirfst, hau ich dir in die Fresse. Und so ungefähr habe ich das auf jeden Fall auch gesagt. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich ihn dann noch gefragt habe, hast du das verstanden? Und er dann darauf geantwortet hat, ja. Dann dachte ich mir so, okay, alles cool, lass ihn los so, okay, wir gehen jetzt alle unseren Weg so. Und, ey, das ist unglaublich, ne? Er sagt noch so, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall noch ja gesagt hat, weil ich war mir ganz locker, hab ich ihn losgelassen, so, okay, jetzt ist alles vorbei so. Und während ich ihn so loslasse, er hatte noch so ein bisschen Schneepuder auf dem Handschuh, während ich ihn loslasse, wirft er mir so diesen Schneepuder auf den Handschuh ins Gesicht und ich dachte mir, und Blitz, und er fängt an zu lachen, so, also er hat gerade so noch so das Lächeln gehabt und reflexartig hat er direkt so meine Faust im Gesicht gehabt. Einfach, ich meine, ich hab's ihm vorher gesagt, das war einfach nur ein purer Reflex, ne? War auch jetzt nicht fest, ich hatte auch Handschuhe selber an, deswegen war das jetzt auf jeden Fall nicht schlimm, ist auch nicht irgendwie zurückgestolpert oder sowas, war auf jeden Fall nicht feste. Jedenfalls, direkt als meine Faust aus dem Gesicht ging, war auf jeden Fall das Lächeln weg. Der war so mehr oder weniger geschockt, ist keine Schlägerei oder so entstanden, weil im Endeffekt haben wir uns alle untereinander nicht gehasst so. Und er war auf jeden Fall nur so ein bisschen geschockt. Und dann ist er auf jeden Fall weggegangen, also ist Richtung Badezimmer gelaufen, Badezimmer, also Schultoilette halt, gelaufen. Und ein paar andere hinterher. Ich kann auch sagen, also der Beatsky war auch dabei, der war auch in der Gruppe, wie gesagt. Der kleine Wichser, du. Ja. Auf jeden Fall war da noch irgendwie so ein komisches Mädchen dabei und die meinte irgendwie so, boah, wie kannst du den nur schlagen? Ich meine, man kann es einem wirklich echt nicht verübeln, wenn man über eine halbe Stunde lang geärgert wird und dann irgendwann mal zuschlägt. Auch vor allen Dingen nicht fest, also dass es auch nicht eskaliert, kann man das einem echt nicht verübeln. Auf jeden Fall wollte ich mich irgendwie so als Schläger darstellen und ich muss wirklich sagen, ich bin jemand, der sich sehr selten prügelt. Also ich habe das letzte Mal, wo ich mich geprügelt habe, schon Jahre, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Vielleicht sogar noch irgendwas der Schulzeit oder so, also wirklich extrem selten. Ja, jedenfalls wurde dann irgendwie gesagt, er hätte Nasenbluten gehabt. Wird wohl, also ich meine, also so bei dem, also ich vermute mal, es wird relativ wenig gewesen sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es viel war. Ich habe auch, wie gesagt, die Feste zugeschlagen. Jedenfalls, worum es eigentlich geht, weil so eine so eine Faust ist ja nichts Besonderes, was ist aber eigentlich das Lustige daran ist, weil als sie weggegangen sind, auf einmal stand hinter mir ein Lehrer, ne? Und er sagte noch zu mir, hör mal, ich habe das gerade gesehen, ne? Und ich habe wirklich Schiss jetzt gehabt. Ich dachte wirklich, ich werde jetzt nach Hause geschickt, weil ist eigentlich normal so, ne? Ich dachte, ich werde jetzt nach Hause geschickt, meine zu Hause richtig Ärger. Und er sagte ohne Scheiß jetzt, Leute, Real Talk, er sagt zu mir, hast du gut gemacht. Er, also wenn das ein Lehrer zu euch sagt, dann wisst ihr auf jeden Fall, der Schüler hat sich ziemlich verbockt. Also der Lehrer, muss ich auch ehrlich sagen, war ein bisschen komisch. Das hätte auf jeden Fall kein anderer Lehrer gesagt. Auf jeden Fall, der war wirklich, das kann ich euch mal sagen, wo der war. Bei dem Sportplatz, bei dem zweiten Pausenhof, war der ganz hinten in der Ecke, hat er irgendwo gesessen oder gestanden und hat sich das Ganze angeguckt, die haben uns die ganze Zeit mit Schneebällen beworfen, der macht gar nichts, Alter, Junge. Das ist nämlich auch das große Problem an Schulen, dass sie viel zu wenig Lehrer hatten. Das war bei uns so oft, dass teilweise auch gar kein Lehrer war. Bei 500 Schülern, könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Ey, das ist teilweise richtige Eskalation. Und dann, der sieht auch, was da passiert und wir waren nicht die Einzigen, die Scheiße gebaut haben, so, ne? Da waren auch andere, die haben wahrscheinlich irgendwelche 6, 5 Klässler mit Fußballen abgeschossen und so und der bleibt die ganze Zeit stehen, ne? Und erst als alles vorbei ist, als alle gegangen sind, steht auf einmal hinter mir und sagt, hast du gut gemacht. Und der hat auch wirklich gesagt, der hat das verdient. Also es ist kein Scheiß, das ist nämlich das Lustige daran. Wenn ein Lehrer zu dir sagt, hast du gut gemacht, der hat das verdient, weil du dem auf die Fresse gehauen hast, ne? Also dann ist Feierabend. Das war wirklich heftig einfach. Und also wie gesagt, Beatsky war zwar nicht dabei, aber der kennt den Lehrer auch und ich habe den anderen das auch alles später erzählt, also hat keinen wirklich gewundert, weil der halt wirklich ein bisschen komisch drauf war. Und der Einzige, der dabei war, war halt dieser eine, der in die Luft geguckt hat, als wir den später getroffen haben, der war auf jeden Fall dabei, wo er das gesagt hat. Es ist wirklich öfter vorgekommen, dass die Lehrer irgendwie so, dass vielleicht nur ein Lehrer für diese 500 Schüler verantwortlich ist. Normalerweise müssten es mindestens 3 sein, meiner Meinung nach. Selbst das ist so wenig, wenn die Pause mal ein bisschen eskaliert. Also da kann ich nochmal eins sagen, da gab es mal eine Schlägerei und ihr kennt das alle bei Schlägereien auf dem Schulhof.
Da ist sofort eine ganze Gruppe, sind da sofort 100 Schüler, also zumindest bei uns, bei kleineren Schulen, ich weiß nicht, aber ich denke mal, das ist normal, dass manche Schulen so 500 Schüler haben. Ich glaube, ist gar nicht so außergewöhnlich. Und das ist halt wirklich mal dazu gekommen, dass es eine Schlägerei gab. Und da waren da wirklich so eine riesige Reihe an Schülern rum. Das waren wirklich über 100 auf einen Haufen, no joke. Und da kam auch direkt, da war wirklich wieder nur eine Lehrerin für diese 500 Schüler wieder ungefähr. War wieder nur eine Lehrerin da und die kommt dann wirklich da so angelaufen, auch nicht so schnell, so chillig so dahin. Und ich muss wirklich sagen, wir waren damals, das war glaube ich 6. Klasse, wir waren wirklich damals ziemlich asozial. Also natürlich jeder ist in der 6. Klasse ziemlich asozial, hat Scheiße gebaut, so ist nichts Besonderes. Ähm, und da gab es so einen Apfelbaum immer, wo wir gechillt hatten, an der Tischtennisplatte. Da gab es so einen Apfelbaum und die Äpfel hat auch niemand wirklich gepflückt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man den wirklich essen konnte, weil die Äpfel sahen ziemlich komisch aus. Also ich würde eher sagen, nicht für einen Verzehr gedacht. Auf jeden Fall sind die halt so verschimmelt, die Äpfel, und sind auch irgendwann runtergefallen, so ganz normal. Und dann haben wir halt diese Äpfel genommen. Ich muss wirklich sagen, wir waren damit ziemlich asozial. Haben diese Äpfel halt in diese Versammlung reingeworfen, wo die sich geprügelt hatten. Und man trifft halt immer einen, so ist logisch, ne? Und einer von uns, der hatte wirklich die 100er Brezi der Vergeltung, der trifft die Lehrerin genau am Kopf. Also wir haben natürlich auf die gezielt. Also sowas natürlich, das sind halt so Sachen, die macht man nur so wir waren 13, 14 so. In dem Alter macht man sowas halt, ne? Oder 12, keine Ahnung. Ne, jeder hat mal früher Scheiße gebaut. Auf jeden Fall hat er die halt getroffen. Was macht die? Geht sofort weg. Also sie geht nach oben, sie geht ins Gebäude, Lehrerzimmer, und es ist nichts passiert danach. Es war eine verfickte Massenschlägerei. Die Lehrerin, weil die einen scheiß Apfel im Kopf kriegt, ja gut, ist natürlich jetzt unschön, aber dann, ich dachte so, die geht nach oben, weil das vielleicht ein bisschen wehgetan hat, so ist klar. Aber ich dachte, die sagt wenigstens Bescheid, dass jetzt mehrere Lehrer runterkommen. Es ist nichts passiert, niemand ist runtergegangen. Die Schlägerei wird einfach sich selber ausgelassen. Ich weiß nicht, wie das passiert. Wahrscheinlich haben das irgendwelche Schüler geschichtet. Ich meine, was sind denn das bitte für Verhältnisse teilweise in der Schule? Also wirklich, da muss ich wirklich sagen, das Schulsystem ist halt wirklich schlecht, kann ich nur immer wieder sagen. Auch gerade bei uns auf der Schule, dass so wenig immer für die Pausen zuständig waren. Ich meine, es war eher selten, klar, sehr seltene Fälle. Vielleicht nur 10%, auch weniger, wo nur ein Lehrer für alle zuständig war, keine Frage. Trotzdem kann ich es echt nicht nachvollziehen, dass die dann einfach geht. Und ich wette, ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich sowas gesagt hat wie, ja, ich habe jetzt eine Gehirnerschütterung, ich muss jetzt nach Hause. Zumindest sah die mir so aus, dass sie sowas gesagt hat. Also so richtig. Ja, das war auf jeden Fall die Story. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht lustig fand. Also ich verstehe das bis heute nicht, wie es dazu kommen könnte. Ja, auf jeden Fall mega bescheuert. Also auf jeden Fall meine absolute Lieblingsstory. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr sowas gerne öfter hättet, so Storytime, einfach sowas, auch mal mit dem Beatsky. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen sehr schönen Tag.